Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ludwig und ich werde euch heute ein kleines Update geben zu den Sachen, die wir gerade so machen, was wir gedreht haben und was wir so demnächst, was so ansteht. Und eine wichtige Zuschauerfrage werde ich dann auch beantworten. Zuallererst noch der kleine Hinweis für die, die es interessiert. Am 30. Juni kommt dann Verstaubt sind die Gesichter Episode 6 auf YouTube öffentlich. Und ja, jetzt erstmal zu den Sachen, was wir so gemacht haben in letzter Zeit. Für uns haben wir jetzt auch erstmal eins unserer großen Ziele, die wir jetzt immer so auf dem Schirm hatten, abdrehen können. Nämlich Verstaubt sind die Gesichter Episode 8.2. Warum 8.2? Das ist ganz einfach, denn Episode 8 haben wir nicht wie die anderen Episoden davor an einem Wochenende drehen können. Aufgrund des hohen Umfangs und der recht langen Lauflänge haben wir uns dazu entschieden, das Ganze auf 2 Wochenenden aufzuteilen. Das heißt, wir haben letztes Jahr schon, Ende letzten Jahres, die erste Hälfte gedreht im Norden von Deutschland und jetzt die zweite Hälfte in Sachsen. Und ja, was soll man dazu sagen? Also das war wirklich einer der besten und größten und auch aufwendigsten Drehs, die wir seit langem oder vielleicht sogar überhaupt hatten. Das ist schwer zu sagen, weil manchmal kann man die Drehs ja gar nicht so einfach miteinander vergleichen. Aber es waren auf jeden Fall sehr viele Leute da. Wir hatten eine super gute Location. Hierbei auch nochmal vielen Dank an das Team von Orlac Entertainments, die uns da wirklich tatkräftig bei der Location unterstützt haben, sowohl bei der Suche als natürlich auch bei der Herrichtung, weil man muss natürlich das Set erstmal dann auch säubern, gerade wenn man alte Häuser hat oder so, die schon seit Jahren leer stehen. Und dann das Ganze natürlich auch mit Leben füllen, mit Details füllen und genau. Das war auf jeden Fall auch wirklich eine sehr schöne, angenehme Erfahrung, das mal zu machen mit so einem Innendreh, ein relativ großes Innenset auch zu haben und da quasi frei walten und schalten zu können, wie man das braucht für den Film. Und natürlich auch mit ganz vielen tollen Leuten dabei, die sich da auch wirklich richtig Mühe gegeben haben. Und ja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine Folge, auf die man sich freuen kann. Ich will nicht zu viel verraten, aber laut meinem Schnitt, wo ich jetzt gerade so stehe, sind es über 35 Minuten, was Episode 8 dann am Ende laufen wird. Genau. Ja, nur, dass ihr mal so grob wisst, woran wir gerade arbeiten, was wir gerade machen. Nochmal, warum Episode 8, wenn noch nicht mal Episode 6 draußen ist. Natürlich müssen wir immer weiter produzieren, weil natürlich die Nachbearbeitung ihre Zeit dauert, besonders natürlich dann auch die Effekte nach dem Schnitt und dann natürlich auch wiederum die Musik, die drauf gemacht werden muss. Da muss der Ton angeglichen werden und das ist natürlich eine Sache, die ist sehr zeitaufwendig, die dauert lange, die ist halt nicht einfach und deswegen verzögert sich das natürlich auch so ein bisschen nach hinten raus, auch wenn wir jetzt schon bei Episode 8 sind vom Dreh her und sie jetzt abgedreht haben. Aber ich denke mal, das Warten wird sich auf jeden Fall lohnen und auszahlen und ja, das ist, glaube ich, eine der Sachen, wo ich bis jetzt auch mit wie soll ich sagen, also ich bin einfach super zufrieden mit diesem Team, wie das Zusammenspiel geklappt hat und was wir da auch auf die Beine gestellt haben. Also ich denke mal wirklich, also ihr könnt euch auf einiges freuen. So genau, das war das. Demnächst, was steht da noch so an? Da werden wir dann höchstwahrscheinlich umziehen mit dem Lager. Ihr kennt ja vielleicht das Requisitenlager vom Review-Kanal. Da haben wir ja schon mal so eine Roomtour gemacht und so, noch ganz am Anfang. Das ist mittlerweile auch alles noch voller und noch aufgeräumter, aber mittlerweile stößt das natürlich auch an die kapazitiven Grenzen, die wir da haben, weil es einfach doch eine ganze Menge Zeug ist. Und auch wenn wir nicht alles da lagern, das, was da gelagert wird, verbraucht halt unheimlich viel Platz schon. Und deswegen haben wir da jetzt auch vor, in ein etwas größeres Lager umzuziehen, was auch über Internet verfügt, dass wir uns da vielleicht auch so einen kleinen Schnittplatz noch reinbauen können. Und ja, das ist dann auch noch so eine Sache, die dann diesen Sommer noch gemacht werden soll. Und dann habe ich noch die Frage natürlich, die häufig gestellt wurde unter den Videos, die ich jetzt endlich mal beantworten kann, auch wenn es natürlich immer noch recht ungenau ist, weil manche Sachen kann man einfach nicht auf die Zahl genau beantworten. Und das war nämlich die Frage, wie teuer eine Folge Verstaubt sind die Gesichter ist, was es kostet, eine zu drehen. Wir haben dieses Mal wirklich versucht, bei Folge 8.2 das meiste zu erfassen, was wirklich so an Posten, an Kostenpunkten auf uns zukommt. Und natürlich ist es dadurch wieder ein bisschen ungenau, weil natürlich nach einer Folge gefragt wird, wir das jetzt aber nur für 8.2 haben und nicht für 8.1. Aber ich werde jetzt einfach mal die Kostenfaktoren vorlesen, die wir uns jetzt notiert haben, was wir ausgeben mussten, um die Episode so zu drehen, wie wir sie gedreht haben. Ich werde das Ganze jetzt natürlich der Einfachheit halber und natürlich auch, dass es korrekt ist, einfach vom Handy jetzt kurz ablesen. Zuerst haben wir mal bei SIP Militaria für 230 € was eingekauft, noch an Requisiten, was noch gefehlt hat. Dann bei Nesthoff haben wir auch noch mal für 243 € eingekauft. Dann haben wir noch Bettlaken für 36 € gekauft. Dann haben wir natürlich auch neben den Requisiten für Verpflegung sorgen müssen, dass halt die Leute, die am Set sind, auch irgendwas zu essen haben. Und das war dann für die Crew 188 € an Essen. Dann mussten wir den einen Abend Pizza bestellen. Für 200 € waren das im Endeffekt auch, wenn alle was essen wollten.
Und dann die Schauspielerverpflegung, die dann nochmal so sich was gegönnt haben, waren dann nochmal 43 Euro. So, danach geht der nächste Punkt natürlich zur Unterkunft. Wenn die ganzen Leute aus ganz Deutschland dahin fahren, müssen die natürlich auch alle irgendwo schlafen. Und das waren für die Crew relativ günstig, weil natürlich viele aus dem Umkreis waren und nicht alle in diesen Unterkünften schlafen mussten. Waren natürlich 160 Euro. Und die Schauspieler waren 257 Euro. Und das sind wohlgemerkt nur 2 Schauspieler gewesen. Also das ist natürlich auch ein riesen Kostenfaktor, was halt wirklich nicht so einfach ist für uns. Dann das Set und das Material quasi, um das wieder herzurichten, das waren um die 150 Euro. Und dann noch die Fahrtkosten, weil es müssen natürlich auch alle Leute aus wieder ganz Deutschland natürlich erstmal zu dem Drehort hinkommen, um überhaupt mithelfen zu können. Und das waren jetzt halt von den Crew und Schauspielern und so weiter, das waren auch um die 400 Euro nochmal extra nur für Benzin. Ja. Und dann natürlich nochmal so kleine Präsente, das war jetzt auch ein relativ kleiner Posten, nochmal 38 Euro einfach für so Dankeschöns für die Leute, wo wir drehen durften. Das ist auch in Ordnung, wenn man sich bei den Leuten bedankt, die einem ja quasi erlauben, bei sich zu drehen. Und gerade auch so ein Drehort wie der größte Schmalspurbahnhof Europas ist natürlich auch eine Sache, wo man sich auch wirklich freut, da drehen zu dürfen. Ja, ansonsten, ich hoffe, wir haben das jetzt beantwortet. Also ihr seht ja hier die Zahlen oder habt die Zahl gesehen, was das alles gekostet hat, dass ich jetzt euch zu eurer Zufriedenheit die Frage beantworten konnte. Ja, ich denke mal, ihr wisst jetzt auch so ganz grob, wo wir stehen, was wir machen, was wir vorhaben, wohin die Reise geht. Und ihr wisst natürlich jetzt auch, was so eine Folge kostet. Und das ist halt echt ja, auch ein ziemlich schwerer Kostenpunkt, um die 2000 Euro mal eben für eine halbe Folge wohlgemerkt zu stemmen. Und deswegen wollte ich mich auch nochmal wirklich ganz herzlich bei jedem von euch bedanken, der uns bei Patreon unterstützt oder bei PayPal, weil, wie gesagt, ohne die Unterstützung wären die Drehs in dem Umfang nicht möglich. Und ich bin der Meinung, wie gesagt, wenn dann Folge 8 rauskommt, dann wird sich das auf jeden Fall gelohnt haben. Und ja, ich denke mal, das war erstmal so viel für dieses Video. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.